Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet beim 6. Teil der Serie. Das ist diesmal gleichzeitig auch der letzte Teil. Ich mache wieder einen Rückblick vom letzten Mal. Da habe ich den Vergaser zerlegt, den Holly-Vergaser. Hier wird die Schwimmerkammer entfernt und hier habe ich gezeigt, wie man die Kabel stecken muss, nachdem man den Verteiler zerlegt hat, damit der Zündfunke auch dann gezündet wird, wenn der Kolben ganz oben ist. Ich habe dann bemerkt beim Probelauf, dass der Vergaser nur an einer der Venturi-Düsen Benzin einspritzt und auf der anderen Venturi-Düse kein Benzin kommt. Und ich habe deswegen den Vergaser nochmal zerlegt und auch die Verunreinigungen in den Schwimmerkammern gezeigt, die sich da auch dann in den Düsen und in den Kanälen festgesetzt hatten. Ich habe dann hier diese Verbindungsplatte abgenommen, die das Power Valve enthält, und ich habe euch gezeigt, wie man die sauber machen kann, und dann kam auch wieder Sprit auf beiden Düsen. Und jetzt geht es weiter beim letzten Teil. Wir müssen dann noch gucken, ob hier auch die Verbindungen wieder dicht sind. Hier einmal von der ersten Stufe zur zweiten Stufe hat man hier dann oft Undichtigkeiten. Hier unten ist die Beschleunigerpumpe. Die muss auch wieder richtig sitzen. Ja, und natürlich die Schwimmerkammer an sich. Ja, um die Einstellungen vorzunehmen, muss der Motor auch Betriebstemperatur erreichen. Deswegen müssen wir den Motor noch ein bisschen laufen lassen. Man kann auch hier sehen am Vergaser, wenn die Choke-Klappe geschlossen ist, die ist hier jetzt nur zu so einem gewissen Spalt nur geöffnet, dann ist auf jeden Fall der Motor noch nicht bei der Betriebstemperatur, sondern der ist dann noch kalt und die öffnet sich immer weiter. Hier ist die Choke-Dose, da ist eine Bimetallfeder drin und die sorgt dafür, dass diese Klappe jetzt nach und nach sich öffnet. Ja, ihr seht jetzt, wie die Klappe langsam aufgeht. Und das liegt hier an dieser Bimetallfeder. Und die Spule hier im Inneren, die erwärmt sich und dadurch verändert sich auch deren Länge und dadurch öffnet sich hier diese Klappe immer nach und nach weiter, bis sie dann komplett senkrecht steht. Ja, wenn der Motor die Betriebstemperatur dann erreicht hat, dann kann man auch das Leerlaufgemisch einstellen. Das wird hier über 2 Leerlaufgemischschrauben links und rechts eingestellt. Die eine, die befindet sich hier und die andere befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Und es gibt da eine Grundstellung, da zeige ich euch, man dreht dafür die Schraube einmal komplett rein und im Anschluss nochmal 1,5 Umdrehungen wieder raus. Damit habt ihr dann eine Grundstellung vom Leerlaufgemisch. Man sollte unbedingt darauf achten, dass ihr beide Seiten gleich stehen habt, also dass beide Seiten der Schrauben mit den gleichen Umdrehungen rausgedreht sind und es keine Unterschiede gibt. Die finale Einstellung, die muss man sowieso dann mit einer Unterdruckuhr vornehmen. Das Ganze ist dann ein bisschen komplizierter. Man stellt das so ein, dass der maximale Unterdruck erzeugt wird. Das hier ist wie gesagt, das, was ihr jetzt hier seht, nur eine Grundstellung. Ich werde das auf der anderen Seite jetzt auch noch vornehmen. Und ja, ihr könnt da gerade dabei sein und euch das anschauen. Ich habe hier bei dem Auto jetzt den Verdacht, dass diese Einstellschrauben, dass da wahrscheinlich auch die Kanäle etwas verstopft sind. Da müsste man auch jetzt hier bei dieser Platte diese Schrauben mal komplett rausdrehen und alles durchblasen, weil ich merke jetzt keinen großen Unterschied, je nachdem wie die gedreht werden, ist eigentlich ziemlich egal. Die Drehzahl ändert sich auch gar nicht und auch der Motorlauf nicht. Deswegen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass auch hier ein bisschen mehr Arbeit erforderlich ist.
Ja, um den Zündzeitpunkt richtig einstellen zu können an so einer Corvette, da braucht ihr so eine Zündzeitpunktpistole. Damit könnt ihr den Zündzeitpunkt abblitzen, und zwar unten am Riemenscheibenpulli. Ihr müsst das Signal bzw. den Impuls hier am Zündkabel vom ersten Zylinder abnehmen. Und jedes Mal, wenn das Zündkabel den Impuls zum Zünden an der Zündkerze bekommt, blitzt dann auch hier diese Pistole. Man kann hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen. Nämlich man kann hier auch noch den Winkel verändern, inwieweit die schon weiter vorher blitzen soll, um das Ganze besser ablesen zu können. Aber vom Grundverständnis blitzt man dann die Markierung hier auf der Riemenscheibe gegenüber hier diesem Blättchen, was die Anzeige darstellt, in wie viel Grad vor oder nach OT das Ganze erfolgt. Und damit kann man das Ganze eben ablesen. Lukas, starten wir den Motor, dann können wir das Ganze auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben jetzt hier den Zündimpuls. Und wir blitzen das Ganze auf die Riemenscheibe. Ich mache jetzt mal das Licht hier aus, dann sieht man das Ganze auch besser. Ja, der Motor läuft eigentlich ganz schön. Ich bin recht zufrieden mit dem Motorlauf. Ich kann euch auch mal gerade zeigen, hier von hinten. Ja, wenn man das Ganze jetzt mit den Videos von vor 2 Wochen vergleicht, wo das Auto reingekommen ist, ist natürlich ein ganz schöner Unterschied zu sehen und auch zu hören. Als der Wagen kam, ist er vielleicht auf 3-4 Zylindern gelaufen von 8 und den Rest der Zeit gab es irgendwelche komischen Geräusche und Fehlzündungen. Ja, und deswegen bin ich auch ganz zufrieden, was man jetzt im Vorher-Nachher-Vergleich so aus dem Motor machen konnte. Ich werde mich jetzt mal mit meinem Kollegen besprechen, wie es weitergeht mit dem Auto und ja, was aus dem Auto letztendlich wird. Ich werde den Wagen jetzt mal rausfahren und sage das erste schon mal vielen Dank fürs Zuschauen.